Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 6. Pecky. Der heutige Tag ist etwas ganz Besonderes für Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Heute haben beide Härchen frei. Wie jedes Mal, wenn beide Härchen frei haben, geht es los mit einem großen Spaziergang. Natürlich lieben die beiden dies sehr. Daher ist die Freude bereits am Abend davor schon sehr groß. Trixie und Bernd werden fertig gemacht, mit einem Halsband bestückt und die große Langlaufleine wird mitgenommen. Jetzt kann es endlich losgehen. Trixie ist sehr aufgeregt, aber das ist ja nichts Besonderes. Sie ist immer sehr aufgeregt, wenn ein größerer Spaziergang geplant ist. Doch auch Bernd ist diesmal etwas aufgeregter als sonst. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden schon etwas länger keinen größeren Ausflug gemacht haben, da ihre Härchen viel Arbeit hatten. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass sie Lust auf ein Abenteuer haben. »Oh, sieh doch, Bernd, es geht zur See«, sagt Trixie zu Bernd. Dies kann sie schon sehr gut aus dem Fenster vom Auto erkennen. »Juhu, hurra«, antwortet Bernd, »wir gehen schwimmen. Mal sehen, Trixie, wer als erstes das Fell nass hat.« Als das Auto geparkt wurde und alle ausgestiegen sind, geht es an die Langlaufleine durch ein kleines Waldstück direkt runter zum See. Bernd und Trixie erschnüffeln sich eifrig den Weg. Fast am See angekommen, kann das Wettrennen starten. Die Leinen werden abgenommen und der Spaß beginnt. Bernd ist als erster im Wasser, obwohl Trixie viel schneller gerannt ist. Aber sie hat im hohen Gras eine Spur entdeckt, die sie abgelenkt hat. »Komm schnell, Trixie, was machst du denn da?« »Ich habe gewonnen«, bellt Bernd. »Das Wasser ist herrlich, Trixie.« »Ja, ich komme«, schreit Trixie, »aber ich habe hier eine Spur, Bernd. Aber du hast recht, erst wird geschwommen.« Trixie nimmt Anlauf und hüpft auf Bernds Rücken und von da aus mit einem Salto vorwärts direkt ins kühle Nass. Die beiden toben ununterbrochen, als wären sie zum ersten Mal an diesem See. Bis sie mit einem Mal ein leises Wimmern hören. »Wo kommt das denn her, Trixie? Da weint doch jemand, oder hörst du das etwa nicht?« »Doch, ich höre es. Ich glaube, Bernd, das war es auch, was ich vorher gehört hatte.« »Warte, ich sehe mal nach. Bleib du im Wasser. Du bist zu groß. Du könntest jemanden erschrecken.« Trixie schwimmt wie ein Biber über Bernd, klettert an ihm hoch und hüpft vorsichtig von seinem Rücken ins buschige Ufer. Sofort fängt sie an zu schnüffeln und zu suchen. Jetzt ist das Wimmern wieder weg. Trixie hat eine Spur. Mit ihrer Schnauze streift sie ein Büschel Schilf an die Seite und traut ihren Augen nicht. Hinter dem Schilf ist ein flauschiges Nest. Ein Entennest. Ganz eingekauert und zitternd sitzt dort ein kleines Entenbaby. Trixie flüstert: »Hallo, kleine Ente. Ich bin die Trixie. Ich bin ein Hund. Ist alles okay? Hast du gerade geweint?« Keine Antwort. Die Ente schweigt und stellt sich tot. Trixie probiert es erneut. »Hey, kleine Ente, ich tue dir nichts, versprochen.« Plötzlich taucht auch Bernd mit seinem triefend nassen Fell hinter Trixie auf und blickt auf den kleinen Wasservogel. »Hallo, ich heiße Hund und bin ein Bernd. Falsch, ich heiße Bernd und bin ein Hund. Ich habe mich versprochen«, sagt Bernd. Trixie muss laut lachen. Dies scheint der Ente gefallen zu haben. Sie streckt ihr kleines Köpfchen unter ihrem Flügel hervor und schmunzelt. »Ihr wollt mich nicht fressen?«, fragt sie. »Nein«, sagt Bernd, »wir bekommen Hundefutter zu Hause. Wir wollen dich nicht fressen.« Trixie fragt: »Was ist denn passiert? Wieso hast du geweint?« »Ich weiß auch nicht. Hier hat etwas geknurrt oder gebrummt und dann ist Mama aufgesprungen und kam nicht wieder. Und das ist schon ein paar Stunden her. Jetzt bin ich alleine und mir ist kalt. Mama ist bestimmt etwas zugestoßen. Sie lässt mich sonst nie aus den Augen. Ich bin ihr einziges Kind.« »Trixie, Trixie, Bernd, hierhin, kommt!« »Oh«, schreit Trixie, »das sind unsere Härchen. Wir gehen nach Hause.« »Nein, bitte nicht, lass mich nicht alleine«, bittet die Ente. »Könnt ihr mich nicht mitnehmen? Ich habe Angst hier alleine.« Bernd antwortet: »Na klar, unser Garten ist groß genug, da ist bestimmt noch Platz für ein Entennest.« »Ja«, antwortet Trixie, »im Moosbeet, da machen wir einen Laubhaufen, so wie Igor der Igel das immer tut.« Schnell bellen beide Hunde, damit die Härchen Bescheid wissen. Trixie überlegt kurz und spricht dann zu Bernd: »Hey Bernd, du musst dich in dem hohen Gras wälzen, das bleibt doch immer in deinem Fell kleben. Wenn die Härchen es dann abmachen am Auto, dann kann... Moment, wie heißt du eigentlich, kleine Ente?« »Oh, stimmt, ich heiße Pecky.« »Ah, okay, Pecky. Wenn Bernd von dem Gras im Fell befreit wird, dann springst du hinter mir in den Kofferraum, hörst du?« »Ja, mache ich«, sagt Pecky. »Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich hüpfe dir hinterher. Hüpfen kann ich gut.« Bernd kommt aus den Sträuchern hervor und läuft mit Trixie und Pecky zurück zu ihren Härchen. Pecky hüpft im Zickzack so hin und her, dass sie nicht gesehen werden kann. Der Kofferraumtrick klappt auch prima. Pecky sitzt geduckt hinter Trixie. Nur Bernd ist noch nicht ganz fertig. An ihm klebt das halbe Ufer. Grimmig schaut er zu Trixie rüber, die sich halb tot lacht. Die Fahrt ging schnell vorüber. Pecky fand es ganz toll. Sie fährt ja auch zum ersten Mal Auto. Zu Hause angekommen, springt Bernd ganz schnell aus dem Auto, so wie es nur der echte Bernd Schäferhund kann. Dann läuft er einige Meter davon, damit ihm die Härchen hinterherrennen müssen. Pecky hüpft ungesehen aus dem Kofferraum und geht durch ein Loch im Zaun in den Garten. Das hatte Trixie ihr während der Fahrt erklärt. Im Haus angekommen, nachdem Bernd eingefangen wurde, wurden die Leinen abgenommen und die Gartentür geöffnet, so wie jedes Mal nach einem Spaziergang. Trixie und Bernd machen sich bellend auf zu Pecky. Pecky steckt den Schnabel aus ihrem Blätternest, als sie das Bellen hört. »Wow, wow«, quakt Pecky.
Hey, du kannst ja bellen, sagt Bernd erstaunt. Ja, antwortet Peggy. Ich habe das von euch gelernt. Ich lerne schnell. Ihr seid echt lieb. Ich bin so froh, dass ich bei euch bleiben kann. Die Blätter sind zwar nicht so warm und so weich wie Mamas Federn im Nest, aber das geht ja auch nicht. Trixie schaut zu Bernd rüber und fragt ihn hoffnungsvoll: Meinst du, Bernd, wir könnten die Gartentür wieder blockieren? Dann kann Peggy neben uns im Körbchen schlafen. Dann können wir sie wärmen. Ja, das geht bestimmt, denkt Bernd nach. Das hat ja beim letzten Mal auch so gut geklappt. Warte auf der Terrasse, Peggy. Hinter der Zinkgießkanne. Wenn unsere Härchen nach oben zum Schlafen gehen, dann komme ich wieder zurück zur Gartentür und schüttel mich. Das ist das Zeichen, dass du reinkommen kannst. So machen wir es, freut sich Trixie. Komm, Peggy, ich zeige dir den Garten. Dankeschön, ihr beiden. Ich hoffe, es wird nicht zu eng heute Nacht. Ach, keine Sorge, sagt Trixie. Bernd schläft meistens auf den Fliesen vor seinem Korb. Er schwitzt sehr schnell, sagt er. Bernd kringelt sich vor Peggys Blätterhaufen ein und macht ein Päuschen. Trixie führt Peggy auf eine touristische Route durch den gesamten Garten. Dabei erzählt sie von all den besonderen Abenteuern. Peggy hört neugierig mit weit aufgerissenen Augen zu. Es ist soweit. Es wird dunkel und die beiden Hunde werden reingerufen. Halt dich an den Plan, ruft Bernd Peggy zu. Alles klappt wie am Schnürchen. Peggy ist drin. Gemeinsam liegen die drei im Körbchen. Bernd ist dazugekrochen, um Peggy als Heizung zu dienen. Als ihr warm genug war, wollte er aber wieder vor seinem Korb liegen. Bernd ist sichtlich erschöpft und fängt schon leise an zu schnarchen. Trixie, ich vermisse Mama, ruft Peggy ihr leise zu. Sie macht sich bestimmt Sorgen. Ja, das glaube ich auch, Peggy. Du siehst sie bestimmt bald wieder. Hey, ruft Trixie aufgeregt, ich habe eine tolle Idee. Wir werden versuchen, deine Mama zu finden, Peggy. Peggy ist richtig erleichtert, als sie das hört. Sie findet den Vorschlag toll. Jetzt bin ich etwas beruhigter, Trixie. Bestimmt kann ich jetzt auch etwas schlafen. Peggy dreht sich dreimal um sich selbst und kringelt sich ein wie ein Hund. Auch das hat sie sich abgeschaut. Sie schläft direkt. Trixie ruft Bernd zu. Hey Bernd, hör auf so laut zu schnarchen. Ich muss mich jetzt hinlegen, denn ich will ja fit sein. Für morgen, für unser neues Abenteuer.